Hallo, mein Name ist Joachim Richter. Wir sind hier im Massiv E, unserem neuen Veranstaltungszentrum, und wir haben heute Fußball 2000 zu Gast. Modus Pam, Modus Pam, Modus Pam. Ja, aber der Job ist noch nicht finished. Das hat die Eintracht ganz gut gesagt. Das Getränk steht aber schon da und man hat Bock, sich das zu nehmen. Eintracht Frankfurt ganz kurz davor, die Champions League zu erreichen. Ich bin tatsächlich sehr, sehr hyped, hab aber noch eine kleine Restangst. Aber ehrlich gesagt, alle oberkörperfrei nach Mainz, auch ohne Karte. Pam, pam. Fußball 2000, wir sind heute Massiv E. Wie ihr seht, nach dem 4:0 wurde fleißig gesoffen. Ja, ganz klar, da muss man natürlich auch ein bisschen feiern. Und liebe Leute, wir haben auch alle gefeiert. Basti, ich habe deine Reaktion gesehen, du warst auch im Feiermodus. Pam, 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 pam! Ja! Modus! Zu Recht aber auch. Die Eintracht 4:0 in aller Deutlichkeit gegen RB Leipzig. Lieber Phil, das war tatsächlich der vielbesagte Statement-Sieg, oder? Ja, das war ein Ausrufezeichen. Das war ein Sieg, der auf so vielen Ebenen so gut getan hat und so unfassbar wichtig war. Es war der wichtigste Sieg der Saison, weil es eben nicht nur ein Sieg war, sondern weil es ein unglaublich krasser Entwicklungsschritt war. Gerade nach den letzten Wochen, der dir wirklich jetzt alles eröffnet, was du dir vor kurzem nur noch erträumt hast. Und die Art und Weise, wie diese Mannschaft so dominant, so selbstbewusst aufgetreten ist und wirklich keine Zweifel daran gelassen hat, wie dieses Spiel am Ende ausgeht, das war schon, muss ich sagen, das war großes Kino. Ja, das war großes Kino, wow. Er hat es drauf auf jeden Fall, liebe Leute. Schreibt ihr direkt einfach in die Kommentare, wie eure Gefühle direkt nach dem 4:0 waren. Und du sagst es hat ja an diesem Tag wirklich all das gepasst, was jetzt stellenweise gegen Augsburg vielleicht vermissen lassen. Vielleicht war das aber auch so ein Transitionsspiel, um wieder reinzukommen. Aber es waren wenig Fehlpässe. Es war eine Geschwindigkeit aus der Defensive heraus, wie sich die ganzen Torchancen erarbeitet wurden. Wir haben es eben gerade in den Highlights gesehen. Das hast du auch gesagt. Diese Deutlichkeit von hinten heraus, sich durchzukombinieren. Bei dem 1:0, das war ja ein herausragendes Ding. Ich habe mir mal dazu auch Gedanken gemacht und 7 Säulen für diesen Sieg tatsächlich gesehen. Ich finde, das ist extrem viel. Der neue Film. 7 Säulen der Eintracht. Aber wenn man das mal wirklich durchgeht, weil ich fand, das war nahezu perfekt. Die Aufstellung, super. Chancenverwertung, super. Defensive Disziplin, super. Energie, super. Intensität, super. Kollektiv, super. Standard, super. Mehr geht nicht, perfekt. 4:0, Statement-Sieg. Ich ergänze um eine 8. Säule. Oha, die 8. Säule. Die Akustik, die Atmosphäre, die Stimmung, dieses Zusammenspiel, das war so krass am Samstag. So laut habe ich es Ewigkeiten nicht mehr gesehen, gehört, erlebt. Das war für mich auch eine ganz entscheidende Säule, weil du wirklich diesen Vibe wieder hattest. Und der war auch ein ganz wichtiger Faktor in diesem Spiel. Der Vibe, du hast es angesprochen, und einer, der den Vibe natürlich gespürt hat, weil er hautnah dabei war Basti. Und Basti, ist es nicht so, dass es total auch gut war? Wir haben am Montag nach dem Spiel gegen Augsburg, waren wir natürlich kritisch, aber haben auch gesagt, Ball flach halten. Es gibt jetzt ein Ziel, und das Ziel ist, die Champions League gemeinsam zu erreichen. Und dieser Ball, der wurde auch flach gehalten, auch in den Tagen danach. Und jetzt sehen wir das Ergebnis. Ja, tatsächlich war das für mich die wichtigste Erkenntnis, dass die Eintracht diese Anzeichen, die darauf hindeuten konnten, dass es vielleicht jetzt so zu Ende geht mit der Saison, dass die Körner weg sind, dass die Zuversicht weg ist, dass sich das alles so ein bisschen in so eine Unsicherheit verfängt, das hat die Eintracht widerlegt. Und das war wirklich unglaublich erleichternd, weil ich habe so damit nicht gerechnet, da bin ich ehrlich. Ich habe gedacht, wenn die Eintracht es schafft, dann mogelt die sich ein bisschen Richtung Saisonende. Man muss irgendwie auf der letzten Rille mit Verletzungen, mit diesem Tottenham-Spiel, mit all diesen Diskussionen, die man hat, irgendwie ein Saisonende retten und vielleicht auch darauf angewiesen sein, dass die hinten weiter dieses Schneckenrennen veranstalten. Aber nein, komplett anderes Leben, komplett anderes Leben. Die Eintracht hat das von der ersten bis zur letzten Minute souverän durchgezogen, mit einer Zuversicht, die mich wirklich beeindruckt hat, weil ich hatte die nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Ich hatte die überhaupt nicht. Ich bin in dieses Stadion gegangen und habe gedacht, ach du Scheiße. So ging es allen. Jetzt geht's dahin, weil wenn du das Spiel verlierst, dann ist das alles so eng. Es war so eine ja auch eklig war. Ja, dann hast du das Gefühl, plötzlich genau. ist die Bundesliga-Tabelle wie eine Zweitliga-Tabelle und schrumpft noch mehr zu. Das kam ja noch dazu. Bei einer anderen Konstellation an diesem Spieltag, an diesem Nachmittag, hättest du gesagt, naja gut, einen Punkt nehmen wir heute auch mit. So. Der Druck wuchs ja von Minute zu Minute nochmal an. Ich habe schon am Reporterplatz gesessen, habe dieses 3:2 von Dortmund noch gesehen. Dachte, das gibt's doch gar nicht, dass jetzt sowas auch noch dazu kommt. Und danke Maxi Arnold, Alter, was ist los mit dir? Du bist zu nichts zu gebrauchen, Alter. Aber wie unmenschlich groß muss dieser Druck auf dieser jungen Mannschaft gewesen sein? Ja. Dann so zu reagieren, hätte niemand gedacht. Alle hatten so eine grundnervöse Anspannung vorher, du wahrscheinlich auch. Ey, meine Anspannung war so krass, dass ich überlegt habe, wir haben geschrieben, was soll man machen? Ich war dann so angepisst, weil dieser Gegner so widerlich ist. Weil ehrlich gesagt, Leipzig ist der widerlichste Gegner für mich, weil du eigentlich
eigentlich zu Hause weißt, okay, das geht einigermaßen gut, aber wenn es nicht gut geht, das ist also wirklich schwierig. Aber du sagst, diese Anspannung, die war so groß, aber dann kam einer, der mit der Anspannung durchaus gut umgeht und der hat an diesem Tag 2 Tore gemacht. Einer der Spieler, die manchmal unterschätzt werden, wo ich aber wirklich sage, der Typ hat den Europacup mit uns geholt. Der war in relevanten Spielen, West Ham, der war gegen Barcelona unfassbar wichtig. Und er ist der Spieler, der das Gesicht der Eintracht mittlerweile verkörpert. Und ich sage, eine Lobeshymne für Ansgar Knauf ist hier mehr als angebracht. Knauf geht's, Eintracht schießt ein Tor. Schießt ein Tor. Mach's doch nicht kaputt, Bruder. Aber nochmal zu Ansgar Knauf. Ich meine, wir wurden hier ja auch ab und zu in den Kommentaren immer trotzdem weiter fleißig kommentieren, dafür kritisiert, dass wir immer wieder diesen Namen Knauf nennen und gerade, glaube ich, auch wir beide einfach sehr, sehr große Befürworter von ihm sind. Und ich finde einfach diese Entwicklung von Ansgar Knauf, auch diese Tore, diese ganze Energie, die er dem Team gibt, eigentlich mit seiner Einwechslung in Augsburg, das war ja schon ein Gamechanger. Und jetzt gegen Leipzig hat man einfach gesehen, warum der Eintracht auf 5 Wochen gefehlt hat. Und ich hätte gerne diesen Ansgar Knauf in der Verfassung auch gegen Tottenham dabei gehabt, weil der dieser Mannschaft, wie ich auch finde, der ist inzwischen Teil des Gerüsts. Das ist für mich ein Gerüstspieler, der Verantwortung übernimmt und wer in so einem Spiel vorangeht und das 1-0 und das 2-0 erzielt und die rote Karte rausholt, bei der ihm wieder sein Knie weg hat. Also das ist eine Note 1 und da habe ich auch, muss ich sagen, ich schätze die Noten der Kicker-Kollegen. Ich fand es nicht gut, dass eine 1,5 da stand. Das war für mich eine 1. Dreckschweine. Mann des Tages, Ansgar Knauf. Ihr wisst, jetzt gibt's auch Maul. Aber Christopher, ich war auch in so einem kleinen Konflikt, wo ich erst dachte, das war genau der Spieler, der gegen Tottenham gespielt hat in diesen beiden Spielen. Aber dann war ich relativ schnell wieder an dem Punkt, zum Glück ist der gegen Stuttgart an dem Abend. Wenn es das Knie irgendwie 1 Zentimeter weiter und er wäre gar nicht mehr da gewesen, diese Saison. Jetzt hast du ihn im entscheidenden Moment zumindest in der Liga wieder reinwerfen können, dass er dir als Faktor diese Spiele zieht. Da war ich im nächsten Moment wieder unfassbar dankbar, weil das hätte auch deutlich schlimmer enden können. Definitiv. Also du hast vollkommen recht und du hast eben gesagt, er hat die rote Karte rausgeholt. Also, im Endeffekt, es war eine klare rote Karte. Also rausgeholt, hat sich immer so blöd an. Er wurde wirklich rotwürdig gefoult. Muss man auch sagen, aber auch selbst die rote Karte, da will ich mal ganz kurz mit dir drüber sprechen. Wir haben auch schon in den Highlights mal ganz kurz... rote Karte? Die Meister der Überleitung, liebe Leute. Ich will mal von euch wissen, denkt ihr, dass das irgendwie eine spielentscheidende Situation war? Weil Chris und ich haben bei den Highlights gesagt, die ihr euch gerne mal angucken könnt, nee, das war es nämlich nicht. Die Eintracht war nämlich auch schon vor dem Spiel dominant. Dass das Ergebnis dann so hoch ausfällt, darüber können wir reden. Aber die Eintracht war ja voll im Flow gegen Leipziger, die eigentlich kaum präsent waren. Oder wie siehst du das, Basti? Ja, ich glaube, das hat dir richtig eingeordnet. Also das wird dir nicht geschadet haben, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Das hat dir den weiteren Spielverlauf einfacher gemacht, weil auch in der Halbzeit war ich immer noch nervös. Weil ich dachte, gut, du warst dominant, du führst aber 1-0. Aber es ist gut, Leipzig, nur. Ja, und Leipzig hat ja dann in der Halbzeit auch die Chance, in irgendeiner Art und Weise aufs Spiel zu reagieren. Ja. Das kann ja immer passieren. Sehr gemacht mit Openda, das war ja dann auch ein bisschen anders kurz. So, da kommt jemand wie Openda rein, dann denkst du dir ganz ehrlich, da muss Leipzig dann auch gar nicht in irgendeiner Art und Weise systematisch und mentalitätsmäßig viel umstellen, sondern dann kann die es auch rein über die individuelle Klasse regeln. Genau. Das Leipzig kann auch dann so ein Dreckspiel, was sie machen, durch diese Spieler gewinnen. Das heißt, meine Angst war weiter da, aber ihr habt recht, selbst vor der roten Karte hat die Eintracht denen dann zum Start der zweiten Halbzeit gezeigt, nee Leute, heute ist nicht dieser Tag. Heute ist unser Tag. Heute zeigen wir genau diese Mentalität, dass wir alles, was vorher war, abgeschüttelt haben, dass wir jetzt eine Startelf auch haben. Ja. Hast du das Gefühl gehabt, okay, das ist Dinos Startelf? Ja. Da kam keine Überraschung bei der Aufstellung. Du hast genau mit dieser Aufstellung gerechnet. Bisschen Stabilität zu Hause, wo ich trotzdem oft zu Hause sitze und denke, Bruder, ein bisschen mehr Go. Aber an dem Tag habe ich es verstanden, zu sagen, ey, das ist das Gerüst, was die Saison am stabilsten war. Und jetzt ziehen wir damit durch, weil wir jetzt nur noch einmal die Woche spielen. Und genau so sind die auch aus der Halbzeit gekommen, haben gesagt, nein, wir bleiben in diesem Modus, wir bleiben in diesem Modus. Modus. Und am Ende, wenn die rote Karte nicht kommt, gewinnst du vielleicht 2-0. Mit der roten Karte gewinnst du vielleicht 4-0. Ja. Am Ende ist es auch völlig egal. Es hat aber zu diesem Tag gepasst, weil du das Gefühl hattest, das ist ein besonderes Spiel. Ja. Dass du dieses Ding dann auch noch 4-0 gewinnst. Weil es geht nicht nur ums Gewinnen, Leute. Ja. Die wichsen Leipzig 4-0 weg. Und ehrlich gesagt haben die mit diesem 4-0 auch diesen lächerlichen Gästeblock mit nach Hause gewinnt. Einfach auch gezeigt, Leute, es wäre schon besser für die Bundesliga, wenn Eintracht Frankfurt Champions League spielt und nicht RB Leipzig. Es wäre auf jeden Fall besser und ich glaube, es sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Mit maßgeblich dafür, dass es so gut aussieht. Wir haben jetzt über Ansgar Knauf gesprochen. Ich will noch mal mit euch ganz kurz ein bisschen auf das defensive Gerüst zu sprechen kommen, weil wir haben letzte Woche schon über Schiri gesprochen. Ist wirklich ein
immer besserer, wichtigerer Spieler, der für Sicherheit sorgt und gleichzeitig aber auch Larsson. Dieses Gerüst, Phil, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Ne? Ja, in Summe ist das immer so, die ziehen sich ja auch gegenseitig da wieder ein Stück weit hoch. Also sobald sich einer wieder ein Stück weit stabilisiert, die hatten alle so ein bisschen ihre Downs in der Saison. Tuta hatte das, hat er jetzt hinter sich gelassen. Robin Koch hatte auch mal eine Phase, wo er ein bisschen gewackelt hat. Aber sobald die sich gegenseitig wieder diese Stabilität geben, genauso wie Hugo Larsson, der an der Seite von Skiri jetzt auch wieder funktioniert, ne? Weil die eben... Ja, wirklich überragend. Auch dieses Aufdrehen nach vorne immer wieder, was er hat, gepaart mit dieser Ballsicherheit, mit diesem Spielverständnis. Das ist schon in Summe, wenn die alle das abrufen, was sie können, ist das von hinten aus der Abwehr bis vorne ins Zentrum im Mittelfeld, ist das schon ein sehr stabiles Grundgerüst. Also da gibt's auch momentan keine Schwachstelle, sondern jeder hat so seine Qualität, die er damit reinbringt. Der hat auch wieder am Samstag den guckst du an und der will gewinnen. Den guckst du nur an und denkst, Alter, was ist denn mit dir? Das ist ein unfassbar wichtiger Faktor. Ja. Ich habe nach dem Spiel Social Media Posts genau von Arthur Theat gesehen, wo er einfach auch dieses Wort Adler-Mentality reingebracht hat. Und das war für mich an dem Tag die Überschrift. Weil wir haben immer über einzelne Spieler gesprochen, über Systematiken. Wir haben auch im Mantra-Podcast drüber gesprochen. Ja. Am Ende ist es wurscht. Ja. Ob du mit Viererkette, Fünferkette, Dreierkette, bla bla. Am Ende wird es auf diese Mentalität ankommen, dass, wie du es gesagt hast, dass einmal wieder alle Spieler an einem Tag auf Modus sind. Modus. Und das hat auch der Trainer geschafft. Diese Adler-Mentality, und ich finde, das ist ein überragender Begriff. Das wird auch der Titel unserer Folge. Wahrscheinlich. Ja. Hat's verdient. Ja, nein, dass man das in diesen Tag reinkriegt, weil es ist nicht selbstverständlich. Weil es kann dir auch alles um die Ohren fliegen. Es hätte eine Gemengelage gegeben für Dino Topmöller, wo dir wirklich die Fälle davon schwimmen. Mhm. Wo du dann die einzelne Diskussion hast, dann hast du den Spieler, der mit sich hadert, dann hast du dies, dann hast du das, dann hast du Ananas. Und wenn dann irgendwelche Widerstände kommen, kannst du nicht mehr entgegensetzen. Dass Dino Topmöller es geschafft hat, die so in diesen Modus zu bringen, genau wie wir es nach dem Augsburg-Spiel gesagt haben, dass das Einzige ist, was jetzt funktionieren kann. Da muss ich auch Props an Dino Topmöller raussenden, weil er muss dieses Gerüst ja dann auch erstmal auf Strom bringen. Und du siehst den gemeinsamen Jubel. Du siehst, wie sie füreinander, genau. Ja. Und dann aber auch in Eriksen, dass der on fire ist, auch auf der Bank. Christensen, ich sage immer Eriksen, meine Fresse, irgendwann. Ich sage immer Rasmussen. Ist das so? Echt? Das ist wirklich. Also liebe Leute, Eintracht. Dieser Däne halt. Das passiert der Wikinger. Das passiert mir zum 10. Mal. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Namen manchmal echt schwierig sind. Ja, aber das macht doch nichts, Erwin. Ja, das ist ja kein Problem. Aber liebe Eintracht, verpflichtet doch einfach in Eriksen. Also ist ja kein Problem. Dann gibt es sowohl Eriksen als auch Christensen und wir sind alle zufrieden. Hauptsache Däne. Ja, also ich glaube, das wäre doch gar nicht so verkehrt. Oder nein. Thomas Däne. Ja, okay. Aber Christensen, wie wir es gemerkt haben, auf der Bank, ne, dass der auch komplett am Start war, dass er mit allem mitgegangen ist. Diese Emotionalität, die diese gesamte Mannschaft spürt, das ist doch schon wirklich auch ein Teil, der das zu einem Gesamten macht. Unglaublich. Also diese Mannschaft, du merkst, dass die Bock aufeinander hat. Mhm. Und das auch endlich mal am 32. Spieltag. Man lässt da nichts ausklingen, sondern man ist jetzt wirklich nach so einer Saison. Ja. Ich glaube, das war das 45. oder 46. Pflichtspiel von Eintracht in dieser Saison. Und sie waren frischer als der Gegner, sie waren einfach handlungsschneller als der Gegner, sie waren auch viel geiler. Die Eintracht war im Topspielmodus, während Leipzig geht beim während Leipzig da schon der Gästeblock gar nicht darauf hindeuten lässt, dass ein 18:30 Uhr Topspiel ist. Also da war ich wirklich, das muss ich auch einfach sagen, das muss man mal so klar sagen, das geht nicht. Samstagabend, 18:30 Uhr, es geht um alles. Dritter gegen Vierter. Es geht um alles. Ne? Die sind jetzt nicht abgeschlagen. Ein Letzter, der mal aus Versehen dieses Topspiel bekommen hat, sondern es geht um alles. Der Heidenheimer Block, wir haben vor 2 Wochen drüber geredet. Und dann siehst du sowas in so einem Spiel. Ja. Und dann geht's, das muss man auch mal zu der Spielgeschichte, wie kann denn ein Trainer, ich habe ihn danach auch in der Pressekonferenz, auf die Idee kommen, in dem Spiel der Eintracht Openda 45 Minuten nicht auf den Hals zu hetzen. Also der Mann, der so oft die Eintracht geärgert hat, wird auf der Bank, also das ist auch einfach ein Riesentrainerfehler vom Gegner. Das gehört in meinen Augen auch dazu. Aber nochmal abschließend, was Dino Topmöller jetzt in dieser Saison geleistet hat, Hut ab und bitte jetzt auch finalisieren. Ich möchte daran anschließen direkt, weil die Leistung ja noch größer einzuschätzen und zu bewerten ist, weil er das ohne seinen besten Mann, ohne seinen besten Stürmer über ein halbes Jahr hinbekommen hat. Ja. Denn beide Spieler, die als Ersatz geholt wurden, haben de facto nicht funktioniert, haben nicht gezündet. Und da hat diese Mannschaft in gewisser Weise auch Markus Krösche ein Stück weit den Arsch gerettet, weil diese 2 Sachen haben leider überhaupt nicht funktioniert. Und das trotzdem jetzt so ins Ziel zu bringen, ja, wir sind noch nicht im Ziel. Wollte gerade sagen, wir sind noch nicht im Ziel. Reden wir gleich drüber. Ja. Aber dass wir da sind mit dieser Ausgangskonstellation, mit dieser Situation, wo wir jetzt sind, ja, noch dazu mit der jüngsten Mannschaft der Liga. Die Eintracht hat einen Rekord aufgestellt. Das gab es noch nie in der Geschichte der Bundesliga, dass an 31 Spieltagen,
dass eine Mannschaft immer die jüngere Mannschaft war, egal gegen wen sie gespielt hat. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Bundesliga. Das hat die Eintracht in dieser Saison jetzt geschafft. Und wenn du das dann in Summe siehst, plus ein Europa-League-Viertelfinale erreicht, wo du in einem 50-50-Spiel rausgegangen bist, was vielleicht jetzt am Ende auch wieder auf dich einzahlt, ein Stück weit, ja, weil du diesen Fokus jetzt wieder hast, da kann man echt nur alle Hüte vorziehen, wirklich. Ich finde es ganz spannend, weil ich merke tatsächlich in der Diskussion, nicht nur auf Social Media, ich habe das auch, ich merke das auch manchmal im Stadion, dass es schon so ist, dass Dino Topmöller kritisch gesehen wird und dass dann schon gesagt wird, naja gut, seine Arbeit ist danach zu bewerten, wo die Eintracht am Ende landet. Aber ich finde den Punkt, den du bringst, der ist essentiell wichtig. Der wichtigste Stürmer, der essentielle Gamechanger ist dir abhanden gekommen. Und dass du es jetzt noch schaffst, auf Platz 3 mit den besten Chancen auf eine direkte Champions-League-Qualifikation zu stehen, kurz vor Schluss, das zeigt, dass er, ich sag mal so, das Spiel der Eintracht diversifiziert hat. Einzelne Spieler sind hochgekommen wie Nene Brown. Du hast es neu erfunden, neu erfinden müssen. Mahoya. Genau, du hast es neu erfunden müssen. Ja. Und es hat auch geklickt. Und diese Masse an Spielern, die hochgekommen sind, sich elevated haben, in noch 2 Klassen besser geworden sind, das hängt zum großen Teil mit Dino Topmöller zusammen. Deswegen ziehen wir alle Hüte. Aber natürlich sollten wir die Rechnung nicht machen, bevor wir das letzte Essen gegessen haben. Und das letzte Essen steht natürlich gegen Mainz an. Und Mainz vielleicht das letzte Essen. Denn Mainz, lieber Basti, kann der Punkt werden, wo die Eintracht am letzten Spiel. Das ist am Sonntag, ich glaube 19:30 Uhr, fährt die Eintracht nach Mainz. Sie fliegt, keine Ahnung, vielleicht mal einige mit dem Hubschrauber, vielleicht einige mit dem Schiff. Mit dem Schiff. Mal gucken, was da so passiert. Ja, aber alle nach Mainz. Und die Frage, die sich stellt, lieber Basti, was muss passieren, damit die Eintracht die Champions League schon bei den Mainzelmännchen sicher macht? Ich glaube, die Ausgangslage könnte nicht besser sein, weil der Druck hat sich jetzt komplett verlagert. Ja. Du hast vorher das Gefühl gehabt, oh, die Eintracht fährt nach Mainz und Mainz ist dann wieder die Mannschaft, die dich mit so einem positiven Spirit ärgern kann, während du Druck in dem Spiel verspürst und Angst hast, in irgendeiner Art und Weise dann ins Wackeln zu geraten. Das ist genau umgekehrt. Mainz muss jetzt Angst haben. Mainz muss jetzt Angst haben, dass sie ihre gute Saison für ihre Verhältnisse komplett ohne Europapokal verbringen, obwohl Amiri irgendwann mal gesagt hat, er hat keinen Bock auf Leute, die ins Training kommen und nicht in die Champions League wollen. Also die kommen auch von einer gewissen Fallhöhe, zumindest was diese Kurzfristigkeit betrifft. Und die Eintracht braucht diese Punkte nicht elementar, weil sie kann sie theoretisch auch noch nächste Woche zu Hause gegen St. Pauli holen. Das heißt, du hast jetzt da endlich, du hast endlich mal ein Spiel, wo kein ultimativer Druck drauf ist, sondern wo du auch erstmal den Spieltag abwarten kannst. Du bist das letzte Spiel an dem Spieltag, kannst gucken, ob ein Unentschieden reicht, ob ein Sieg reicht, ob vielleicht sogar mit einer Niederlage, je nachdem bei den anderen Ergebnissen, mit dem Torverhältnis zusammen, das dann indirekt schon reicht und du das dann zu Hause gegen St. Pauli klar machen kannst. Es ist im Endeffekt eine geile Fahrt. Du kannst mit offener Hose nach Mainz fahren. Und das ist wirklich so unglaublich wichtig, dass das passiert ist. Weil die Konstellation bei einer Niederlage oder gegen Leipzig, die wäre eine komplett andere gewesen. Ja. Dann wärst du bibbernd nach Mainz gefahren, das hätten die wieder ausnutzen können. Dann hättest du wieder da diese ganze Musik gehört, die ganzen Clowns, alle. Vielleicht sogar schon überholt worden. Samstag und so. Und dann fährst du dahin, und dann hast du einen Verein, der natürlich sich auch über dich lustig macht, wenn er dich dann noch mal ärgern kann und diese Musik gespielt wird. Ich habe mich da schon in der Halbzeit aus dem Stadion fliegen sehen. Das ist ohnehin ja immer schwierig, da in diesem Stimmungstempel im Herzen der fußballbegeisterten Mainzer Innenstadt. Wow, die Ironie, sie trieft herunter. Grüße, liebe Freunde. Aber ich finde ehrlich gesagt, ich würde da auch wieder komplett Vollgasmodus gehen. Unabhängig von aber du kannst es doch mit einer Lockerheit machen. Das stimmt, aber was ich auch noch da als Faktor sehe, ist, du kannst auch dafür sorgen, dass die Mainzer noch ein Stück weiter weg von Europa kommen. Und das wiederum ist ja auch vielleicht nicht ganz unwichtig mit Blick auf eine Personalie, die in Mainz noch Fußball spielt und die möglicherweise ab Sommer bei seinem Herzensverein ein paar Kilometer weiterspielt. Ich merke schon, das Framing gefällt mir. Ja, du kannst. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ja? Du kannst den Preis ja auch ein bisschen drücken. Ach Mann, Phil, Alter, jetzt hast du das wieder in die andere Richtung gemacht, Alter. Jetzt trifft Johnny Burkhardt gegen uns. Denkst doch das nicht. Macht er nicht. Heißt doch auf Johnny Burkhardt. Der will doch auch in Frankfurt Champions League spielen. So, aber liebe Leute. Kaderspieler von mir aus. Ich merke schon, da tun sich einige Gräben auf. Darüber müssen wir auf jeden Fall im Sommer sprechen. Wir haben was vergessen auch, Leute. Ganz kurz. Wir haben nicht über Kevin Trapp geredet, Alter. Marvin, Kevin Trapp macht was? Er strahlt Sicherheit aus. Er strahlt Sicherheit aus und hat jetzt zweimal hintereinander zu 0 gespielt. Ja. Nach dieser ganzen Diskussionsgeschichte und bla 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 bla. Jetzt hast du einfach wieder einen stabilen Torwart, der auch eine Führungspersönlichkeit ist. Klar. Ich finde, was Kevin Trapp da jetzt mit einer Selbstverständlichkeit wieder leistet, ist auch nicht selbstverständlich. Aber Basti, diese Sicherheit, die wird uns auch gegen Mainz wieder helfen. Wir müssen ja trotzdem auch mal sagen, von den letzten 5 Spielen 4-mal zu 0. Also es ist generell endlich mal wieder Kevin Junge. Nicht nur mit ihm, auch noch mit seinem leider Gott schwer verletzten Kauer Santos waren auch 2-0 Spiele, darf man nicht vergessen. Also das heißt einfach, die Eintracht hat generell wieder eine Stabilität.
Und aus den letzten 6 Spielen hat sie auch 4 Stück gewonnen. Also der Trend jetzt mal im Endspurt. Die Eintracht ist endlich mal in der Crunch-Time voll da. Und das ist auch eine Sache, die gab es in den letzten Jahren nicht immer, dass die Eintracht in der Crunch-Time einfach Sieg um Sieg holt und damit vielleicht am Sonntag es ja auch mal schafft, so die ein oder andere Demütigung der letzten Jahre, die man in Mainz erlebt hat. Ich sag nur Rückrunde der Schande 2011, als man da in Mainz so ein 3-0 kassiert hat und damit der Absturz vorprogrammiert war. Vielleicht schafft man es ja diesmal dort einen ganz großen Erfolg, den größten mit in der Vereinshistorie zu schaffen. Also ich finde es aber gut, dass ihr Clean Sheet Kevin angesprochen habt. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wenn wir darüber sprechen, dass alle nach Mainz sollen, müssen wir übrigens auch mitdenken. Ich habe jetzt gerade mit Mainz-Offiziellen auch mal gesprochen, die auch gesagt haben, na, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Also wenn da wieder Tickets organisiert werden in neutralen Blöcken, also liebe Eintracht-Fans, bleibt in eurer Kurve. Warum? Weil die einem dann mit Karnevalskostümen erschrecken, was ist denn das für eine Unart eigentlich? Es ist wirklich... Hast ein bisschen auch vor wem denn? Ja, danke. Vor wem soll ich da aufpassen? Wollt's nur weitergeben? Vor dem Clown, der immer. Wir waren in West Ham, ich bin in Amsterdam aus dem Stadion geflogen. Denkt wirklich irgendjemand von Mainz? Da warne ich dich aber. Wirst du hier mit so einer Spritzpistole. Kommt irgendein Clown auf dem Einrad an und schmeißt dich aus dem Block. Was? Takeover, alle nach Mainz. Oberkörperfrei, auch ohne Karte, Alter. Come on. Sehr gut. Wir können es auf jeden Fall probieren. Phil, du wolltest noch was zum Spiel sagen, glaube ich? Nee, ich wollte einfach nur sagen oder fragen oder euch fragen. Und Come on, Eintracht, Alter. Glaubt ihr, dass da noch irgendwas schief geht? Also Real Talk? Also ganz ehrlich, wir haben gestern geschrieben und für mich ist es so, weil du bist so nah dran. Ja, ich kann es verstehen. Bei mir ist es tatsächlich so, du bist so nah dran und eigentlich läuft alles und eigentlich ist so das perfekte Moment, wenn du wirklich in Mainz die Champions League einziehst, so gegen den kleinen Rivalen, wo du schon ein bisschen Reibungspunkte hast, an einem Sonntagabend. Ich glaube es nicht. Aber irgendwie ist der Druck jetzt bei mir persönlich jetzt hoch, aber ich muss auf jeden Fall auch nach Mainz fahren, weil sonst werde ich diesen Druck auch nicht los. Ich glaube, ich muss irgendwo in der Kurve sein und muss das irgendwie mitbekommen, damit es einigermaßen... Ich glaube ehrlich gesagt, dass es wichtig ist, das zumindest mal erwähnt zu haben, Phil. Ja. Weil ich habe das in der Reaction auch schon gesagt, so Leute, Matthias Sammer-Modus, du kannst nicht jetzt schon anfangen zu trinken. Warst aber in der Reaction jetzt nicht so im Matthias Sammer-Modus? Am Ende schon, dann musst du die Reaction bitte zu Ende schauen, lieber Phil. Aber, meine lieben Freunde, wir werden das jetzt noch nicht in Gänze feiern. Matthias Sammer-Modus ein bisschen. Die ganzen 3 Minuten. Hast du dir die ganze Reaction anschauen? Ich war da schon taub, Alter. Am Ende habe ich schon gesagt, so, das ist der Job ist not done, aber das hat die Eintracht ja auch selber gesagt. Ja. Das heißt, ich habe auch keine Angst, dass die Eintracht jetzt schon zu viel gefeiert hat, weil im Endeffekt kannst du halt nach dem Spieltag, wenn wirklich freakige Sachen passieren, wieder in derselben Ausgangslage wie vor dem Leipzig. Aber es muss ja gar nicht so freaky sein. Und dann hast du danach irgendwie ein Heimspiel gegen St. Pauli, wo du dann wieder diesen elementaren Druck hast, weil du dann gar keinen Bock auf ein Spiel in Freiburg hast, wo es noch um was geht. Also das ist ja das. Aber da finden wir jetzt schon sehr, sehr viele Events. Also man muss jetzt einfach sagen, die Ausgangslage hat man sich jetzt eigentlich hingemalt. Also das muss man jetzt einfach sagen, ja, es gibt alle Events, Dortmund gewinnt, auf einmal haut Leipzig die... Ja, aber plus, du hast Leipzig gegen Bayern am Wochenende, du hast Freiburg gegen Leverkusen am Wochenende. Das Geile ist doch, du musst da überall gar nicht hingucken. Du kannst am Sonntag erstmal ganz in Ruhe nach Mainz fahren und selbst wenn da in Mainz du nur mit einem Punkt oder sogar mit 0 nach Hause fährst, hast du eine Woche später auch noch alles in der eigenen Hand. Also du hast jetzt eine wirklich tolle Ausgabe. Aber natürlich, der Warnmodus, den machen die Verantwortlichen auch an. Wir haben es noch nicht geschafft als Eintracht. Es muss ja auch kein Warnmodus sein. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wenn die Gefahr riesig ist und denken, ach du Scheiße. Noch nicht die Alarmstufe. Aber du kannst ja auch sagen, so Leute, wenn wir jetzt noch ein bisschen in dem Modus bleiben, den wir ja sowieso haben, wird das klappen. Einfach im Adler-Mentality. Ich meine, warum soll die Eintracht das jetzt so schnell verlieren? Und ich glaube auch nicht, dass das passiert. Ich will daran auch nicht glauben. Ist auch besser, wenn man daran nicht glaubt. Weil ich glaube, dann hast du so eine Spirale, wo du, wenn du jetzt anfängst zu denken, oh Gott, geht es schief, geht es schief. Ich kann das verstehen, was du sagst, weil am Ende brauchst du noch Punkte. Ich gehe aber tatsächlich davon aus, und ich bin Mr. Präventivpessimismus, Stand heute davon aus, dass die Eintracht eventuell in der Champions League spielt. Ja, gehe ich tatsächlich auch von aus. Könnte sein. Und wir haben alles selbst in der Hand. Das ist das Allergeilste, dass du komplett selbstbestimmt bist. Und wir haben über das Spiel danach auch gesprochen. St. Pauli wird bis dahin ja wahrscheinlich auch in der Liga verbleiben. So, ne? Das wird wahrscheinlich im Idealfall schon. Im Idealfall schon die Champions League nicht. Ja. Die haben wirklich stark klar gemacht und die den Klassenerhalt. Insofern ist das dann auch nochmal ein relaxes Spiel. Also ich glaube aber, das wird alles gut laufen, aber vielleicht einfach schon gegen Mainz. Und ganz ehrlich, das ist diese Sondermotivation. Das ist diese besondere Motivation, wo sich gegenseitig gegängelt wird. Mir sind diese ganzen Kommentare schon noch im Ohr. Und jetzt sprichst du Johnny Burkhardt an. Ich will das gegen Mainz klar machen. Marv, wir können heute in einer Woche, könnten wir hier sitzen
und über die Champions League nächste Saison. Frühzeitig die Champions League. Vor allen Dingen, dass die Eintracht das über die Liga regelt, das ist ja auch noch mal anders Wahnsinn. als die Europa League zu gewinnen. Ne? Unabhängig davon, dass das Ergebnis dasselbe ist, aber das über die Liga erstmals zu regeln. Das wäre schon wahnsinnig. Ich habe so Bock, nach Mainz zu fahren. Liebe Leute, ihr seht, wir sind alle hyped. Lasst mal ein bisschen Hype in den Kommentaren da und dann sehen wir uns nächsten Montag wieder. Ciao, ciao. Pam! Boah, Leute, was für ein Wochenende, oder? Guckt euch das an. Samstagnacht, so sah es am Ende aus. So sieht das eben aus, wenn Eintracht Frankfurt die Sportskameraden aus Leipzig mal eben 4:0 rasiert und gefühlt die Champions League klar macht. Und wisst ihr was? Diese Tore, dieses Spiel kann man sich nicht häufig genug angucken. Deswegen macht ihr das jetzt hier bitte schön gleich nochmal. In unseren Highlights, wenn ihr es nicht eh schon getan habt, fachkundig kommentiert von Marv und Chris. Und ehrlich gesagt, wie einst bei Okocha, diese Tore kann man sich wieder und wieder und wieder und wieder angucken. Also, worauf wartet ihr?